Herrn Witzke sagt, Sie wollten auch die Quotenregelung beim FC St. Pauli einführen. Heißt das, dass im nächsten Jahr dann hier auch Frauen mitspielen? Also wir haben gerade in der letzten und ersten Präsidiumssitzung entschieden, dass wir Damenfußball bei uns nicht aufmachen wollen. Das hat mit der Quote nichts zu tun, sondern damit, dass wir dann auch sanitäre Anlagen neu bauen müssten. Und dafür haben wir nicht das Geld. Also es gab für uns eigentlich eine mehr oder weniger durchgehende Front der alten Herren, die das einfach nicht für nötig hielten. Also im Nachhinein würde ich sagen, die hatten schon genug Probleme mit all dem, was wir gefordert haben und dann nicht noch sowas. Ich war Feministin und ich fand das bei dem Fußballverein, den ich mochte und bei dem ich da, glaube ich, noch nicht Mitglied war, aber bei meinem Fußballverein, dass es da auch Frauenfußball geben musste. So war das für mich. Diese negativen Behandlungen, die man von seitens des Vorstands oder von gewissen Personen erfahren hat, die habe ich als Frau, wenn ich ehrlich sein soll, fast immer erfahren. Auch beim HSV war das nicht anders. Also es waren ja da war das auch nicht alles Buddha. Die Anfänge wurden uns generell schwer gemacht in jedem Verein. Und du hast in jedem Verein so Typen gehabt, die dich lächerlich machen wollten. Frauen können kein Fußball spielen. Und was wollt ihr eigentlich? Und guckt doch eure Tabelle an. Ihr habt 138 Tore eingefangen. Ihr könnt gar kein Fußball spielen. Geht doch nach Hause, geht an den Herd. Also das musstest du dir überall anhören. Das sind so diese wenigen Steinchen, die uns in den Weg gelegt worden sind, die tatsächlich bei St. Pauli etwas ausgeprägter waren als bei anderen Vereinen, wo ich Fußball gespielt habe. Aber ich weiß, dass das so ein ganz spannendes Thema war natürlich, als wir mit dem Frauenfußball hier angefangen haben zu sehen. Ja, das ist schön, dass uns das jetzt einfällt, aber wir sind definitiv nicht die Ersten. Also es hat Frauenfußball in den 70ern gegeben hier beim Verein, aber es hat auch Frauenfußball schon viel früher gegeben. Immer wieder mit großen Widerständen, mit großen Erfolgen ja zum Teil auch. Sie mussten immer wieder aufhören dann im Endeffekt. Also es wurde immer wieder verboten und zerschlagen. Aber das zu wissen, dass es so eine Tradition ist, auch die wir da fortsetzen, das war schon auch, das hat sicherlich auch geholfen dabei. Ja. Die Gründung eines eigenen Frauenfußballverbandes steht kurz bevor. Der DFB sieht seine Fälle endgültig davonschwimmen. Im Oktober 1970 hebt der mächtige Verband zähneknirschend das Verbot auf. Ja, der Vorstand sagte dann zu uns, wir dürfen anfangen, Fußball zu spielen, wenn wir einen Betreuer, einen Trainer und 11 Spielerinnen zusammenbekommen. Wir hatten uns das eigentlich so ein bisschen anders vorgestellt. Ich hatte gehofft, dass wir etwas unterstützt werden, dass ein bisschen Werbung gemacht wird, aber das passierte nicht. Also mussten wir uns alleine darum kümmern. Wir stellten dann beim Training fest, dass wir keine 11 Leute mehr hatten. Und dann bin ich abends nach dem Training noch manches Mal nach St. Pauli ins Kamelott gegangen und habe Spielerinnen überredet, morgens zu kommen, obwohl sie die ganze Nacht arbeiten mussten. Die kamen dann wirklich zum Sportplatz und sind ohne Schlaf auf den Platz gegangen und haben mit uns gespielt. Meine Bandkollegin von der Band The Kids, Monika, damals noch Hoppe, Monika Hoppe, spielte dann beim FC St. Pauli Fußball. Und es wurde nachher immer problematischer, weil ich gleichzeitig noch Musik gemacht habe bei den Bands, bei den Kids, dass eben halt das, wie soll ich sagen, vereinbart werden konnte. Ja, und dann hat unser Manager auch gesagt, also dass ihr dann eventuell hier irgendwelche Gigs absagt, nur weil ihr in Anführungsstrichen Fußball spielen müsst, finde ich auch nicht so toll. Und dann haben wir uns eben dazu entschlossen, beziehungsweise Monika dann mit etwas sanftem Druck mich dazu überredet, zum FC St. Pauli zu gehen. Der FC St. Pauli ist natürlich ein spezieller Club. Nicht? Der Damenfußball war auch damals nicht so sehr gerne geduldet im Verein. Das heißt, wir als Mannschaft mussten praktisch für alles kämpfen. Am Anfang hat man das so ein bisschen abgetan, wie die versuchen jetzt mal Fußball zu spielen, das wird sich schon irgendwie wieder geben. Und dann haben wir schicke neue Trikots gekriegt, nämlich die ausrangierten Trikots der irgendeiner A-Mannschaft. Die dritte Herren, in den schicken Trikots der dritten Herren durften wir dann auslaufen, sahen natürlich totschick aus. Nicht? Die Trikots in Übergrößen, die Hosen zu lang, also müssen prächtig ausgesehen haben. Und dann waren eben die Trainingsbedingungen auch sehr, sehr schlecht. Wir haben damals trainieren müssen auf einem Platz, der, ja, also Grand war es nicht, er erinnerte so an so einen Bauschuttplatz, so der Nachkriegszeit. Also da hatte man uns dann abgeschoben, natürlich auch zu den schlechtesten Zeiten, immer da, wo die anderen dann nun beim besten Willen nicht mehr trainieren wollten. Da durften wir dann spielen, also wir mussten uns richtig durchfighten,
um überhaupt dann da Fußball spielen zu können. Ja, ich habe das auch so ähnlich wahrgenommen wie Regina, dass man eben nicht diese Unterstützung hatte, die man sich gewünscht hat. Also fing eben an mit schlechten Bällen. Also das waren teilweise richtige Ostereier. Die waren schlecht genäht, die hatten harte Nähte, die waren schwer. Und dann ging es mit den Trikots weiter, die waren nicht neu, die waren abgelegt von den dritten Herren. Naja, und dann eben die Platzbedingungen und die Trainingszeiten. Und das war alles nicht optimal. Und war, glaube ich, auch am Ende mit ein Grund, warum wir eben dort nicht geblieben sind.